Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute sind wir beim GCC-Lauf in Schefflens. Neben mir habe ich den Chris Gundermann. Du hast gerade gewonnen. Welche Klasse? XC Pro. Hat Spaß gemacht. Ja, war gut gewesen. Strecke war nach dem Regen gestern richtig griffig gewesen. Also wir hatten alle viel Spaß gehabt, obwohl es ziemlich eng war. Die letzten 2 Runden hatten wir nochmal Regen gehabt. Es ist nochmal richtig eisglatt geworden. Also richtige Rutschpartie. Hatten alle, glaube ich, nochmal richtig viel Spaß. Eher nicht. Aber ja, am Ende für mich der Sieg. Also alles gut. Ich war gerade an der Strecke gestanden, an der Kurve. Da habe ich ein paar Bilder, die blende ich ein. Da hat der eine Papa zu seinem Kind gesagt, es gibt noch eine Runde. Also auf dem Karussell früher hat er sich mehr gefreut. Das hast du richtig gesehen, die Augen so, oh nein. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Wie bist du zum Motorsport gekommen? Ja, es ist eine ganz einfache Geschichte. Es ist so Familiensache gewesen. Mit knapp 2,5, 3 Jahren habe ich eine erste PB50 geschenkt bekommen. Bin das erste Mal mit 4,5 oder so gefahren. Und dann hat alles seinen Aufwand genommen. Für die Leute da draußen, wie alt bist du aktuell? Ich bin 32. 32, also noch ganz jung und frisch, ne? Noch, ja. Noch, ja, und das merkst du dann jedes Jahr. Wie ist es bei dir, die typische Rennvorbereitung? Ich meine, jeder von uns hat ja ein normales Leben noch draußen, du gehst ja auch arbeiten. Wie schaffst du das, dich für die Rennen fit zu halten? Ja, es ist immer wieder so ein wiederkehrender Prozess. Also du musst dich jedes Mal wieder aufs Fahrrad hocken, auch genauso wie dein Sport machen, Fitnessstudio etc., daheim irgendwelche Übungen. Also es zählt alles dazu, dann natürlich auch das Fahren, soweit man dazu kommt, ne, wie es berufstechnisch aussieht. Aber es ist alles ein enormer Aufwand, das alles unter den Hut zu bekommen und ja, jeder, der das selbst macht, weiß, wie stressig das ist. Wie viele Motorräder hast du zum Trainieren? Hast du 4, 5? Oder ich habe 4 Stück. 4 Stück, ja. Ne, braucht man einfach. Ne? Mit einem Motorrad fährst du und die anderen, die hast du zum Trainieren daheim, weil sonst ist es kurz vorm Rennen kaputt. Strategien, willst du uns mal verraten, was du für Strategie vor so einem Rennen hast? Ja, das Wichtigste ist erstmal ausgeschlafen zu sein und fit zu sein. Dann legt sich jeder sein Rennen selber zurecht, wieder vor, wie gehst du mental mit dir um. Der eine braucht es mehr ruhig, der andere braucht mehr Action, der andere schläft nochmal davor. Für mich ist die Sache immer, ich lasse es immer sehr ruhig angehen, höre gerne immer noch mal ein bisschen Musik davor und fokussiere mich dann am Start direkt, um dann die ersten Runden zu pushen und dann vom Feld abzuhauen. Ja, das habe ich gesehen, das machst du ziemlich gut. Da haben wir auch ein paar Kamera-Reviews mit der KTM, ist das eine 98? Das ist ein 901er, ja, also ungefähr das gleiche wie die KTM, das ist nur Squanner. 98 und meine hat 901, also ja, 900 Kubik kann man jetzt rund mal so sagen. Ich habe mal versucht, hinten dran zu bleiben, aber ich bin gescheitert, aber der Versuch war es wert, ne? Ja, vielleicht habe ich dich ausgebremst. Nein, auf keinen Fall. Wie wichtig ist für dich die Wahl des Motorrads? Es gibt ja Leute, die können nur 2-Takt, 4-Takt fahren. Hast du da auch irgendwie Favoriten? Nee, also wie gesagt, das ist alles Gewöhnungssache. Auf jedes Bike, das draufsteigst, aber ich fahre ja wie gesagt 2-Takt, ich fahre 4-Takt. Ich fahre das Big Bike. Ja, klar ist die erste Runde, wenn du da reinfährst, du musst dich da ein bisschen mal an das ganze Chassis gewöhnen, aber im Großen und Ganzen ja, macht mir das nichts aus und ich kann eigentlich jedes Bike fahren. Welche Erfolge hast du bis jetzt gehabt? Kriegst du da ein paar gleich auf den Nenner raus? Ja, ich habe jetzt außer letztes Jahr, was dazwischen gekommen ist, 5-mal die Pro-Klasse hier gewonnen. Einmal die Supersprint-Klasse. Früher war es Deutsche Meisterschaft 125 habe ich gewonnen. Privatfahrerwertung bei den ADAC MX Masters habe ich gewonnen. Und dann waren es immer ja, Top 10 Ergebnisse in der Europameisterschaft. Und jetzt sind wir hier gelandet. Nächste Woche geht es an Erzberg und dann schauen wir mal weiter. Erzberg habe ich letztes Jahr angeschaut. Fand ich ziemlich beeindruckend, wie du da am Anfang einfach drüber gehämmert bist. Ich habe dann überlegt, ob ich meinen Führerschein abgebe. Ich hätte ihn am liebsten Andi gehabt. Das ist übel, aber hast du die Harley gesehen, die einfach liegen geblieben ist? Nee, tatsächlich habe ich die nicht gesehen. Die ist nicht mal von der Stadtrampe runtergekommen. Die Zukunft. Na, 32 hast du gesagt. Was hast du noch vor? Ja, es ist jetzt immer der Aspekt, wie du gesundheitlich drauf bist. Also toi 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 ist mir jetzt noch gesundheitlich nicht viel passiert. Ich kam jedes Jahr eigentlich gut durch. Klar, blaue Flecken oder die Wehwehchen oder Zerrung hat jeder. Wir arbeiten von Jahr zu Jahr dahin. Heutzutage, gerade wenn man sich das Ganze wirtschaftlich anguckt, weiß der nicht, was los ist. Aber
ja, wir werden der GCC, denke ich mal, treu bleiben. Mal schauen, was mit der Serie passiert und dann die einen oder anderen Einsätze wie Erzberg oder gewisse Rennen, die einfach Bock machen. Also ich habe da jetzt keine richtigen Verpflichtungen, wo du sagen musst, ja, du fährst die Serie. Ich kann mir das eigentlich relativ aussuchen und das, was am meisten Spaß macht. Familie, hast du sowas schon? Familie, Kinder? Nee, noch nicht. Das ist vielleicht eine Planung. Noch frei zu haben, sollen wir die E-Mail-Adressen unten hinschreiben? Schreibst du rein. Dann, welche Auswirkungen hat der Sport auf dein Leben? Ich meine, du kennst es nicht anders, das ist schwer, ne? Du hast ein Leben ohne Sport noch nicht gehabt, ne? Nee, Sport hat immer dazu gezählt, egal was, auch in der Winterpause, wenn du, dann gehst du ins Fitnessstudio, machst irgendwas draus, machst irgendwas drin. Ist immer schwer abzuwägen, weil die Freunde daheim oder so, die warten ja auch auf jemanden, ne? Feierei oder Party geht nicht immer, ich meine, ich bin jetzt älter geworden, das ein oder andere Bierle geht jetzt schon, aber ja, ist immer so ein Aspekt, du musst immer am Ball bleiben und hast immer das Leben nach dem Sport gerichtet, egal ob du krank wirst oder ob du irgendwie verletzt bist. Du willst immer wieder auf die Beine kommen, willst einfach immer wieder gewinnen. Das ist auch das Gute, das hält uns auch gesund, ne? Jetzt habe ich noch eine Bonusfrage, ne? Wenn mir der Motorrad mal 10 Tage wegnehmen würden, kommst du damit klar? Ja gut, entweder renne ich hinterher oder es kommt irgendwann wieder zu mir zurück. Schon schwer, ne? Wenn man so ein Leben hat. Ne? Ich meine, ich lebe ja auch nur fürs Motorrad, das ist dann schon echt übel. Ich danke dir ganz herzlich fürs Interview, war toll. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Wochenende, in 2 Wochen oder was wieder sehen wir uns wieder. Ja. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Bis bald. Euer Manuel Schad und Chris Gundermann. Ciao. Und wie war's? Top Wochenende in Schefflens. War richtig geil. Geile Strecke. Gutes Wetter. Gut, besser geht's nicht. Lukas Fiedler ganz oben. Gestern schon am